Hallo ihr Lieben, wisst ihr, was ich so toll finde? Dass der Döner nicht nur schöner macht, nein, er schmeckt auch noch allen und deswegen ist er Teil meines Ramadan-Specials. Da wäre zum Beispiel die Unternehmerin, die sich sonst extrem gesund ernährt, aber in stressigen Situationen ohne ihren Kebab einfach nicht kann. Die Teenagerin und Gamerin, deren Selfie ohne Kebab unvollständig ist. Und natürlich der Bauarbeiter, der am Vormittag hart arbeitet, um sein Mittagessen in trauter Zweisamkeit mit seinem Lieblings-Fastfood zu genießen. Die Zutatenliste findet ihr in der Infobox und im geschriebenen Rezept auf meinem Blog. Wichtigste Zutat ist das Fleisch und da verwende ich Oberkeulen vom Huhn, denn die bleiben besonders lange saftig. Für die Marinade verwende ich griechisches Joghurt, Olivenöl, Salz, Pfeffer, Zitronensaft, Paprikapulver, Zwiebel- und Knoblauchpulver, Tomatenmark. Diese Zutaten werden einfach miteinander vermischt, über dem Fleisch verteilt und gründlich einmassiert. Deckt das Fleisch gut ab und stellt es in den Kühlschrank für mindestens eine Stunde, wie immer aber am besten über Nacht. Kurz bevor es mit dem Fleisch weitergeht, könnt ihr schon mal die Soßen vorbereiten und kühl stellen, zum Beispiel die rote Soße. Dafür braucht ihr griechisches Joghurt und Sauerrahm, Ketchup, Mayo, Paprika und Knoblauchpulver. Und wie auch vorhin einfach alles miteinander vermischen, ohne Schnickschnack, ohne exotische Zutaten. Für die klassische Variante braucht ihr griechisches Joghurt, Mayonnaise, Olivenöl, Zitronensaft, Schnittlauch und Dill, Salz und Pfeffer, Knoblauchpulver und Honig. Die Soßen stehen bereit, jetzt ist das Fleisch an der Reihe und dafür solltet ihr eine Backform vorbereiten. Ich habe so eine schlanke, längliche, die habe ich mit Backpapier ausgelegt und lege dann die Spieße so drauf, dass das Fleisch den Boden kaum berührt. Steckt das Fleisch fächerartig auf die Spieße. Ich verwende hier 2 bis 3 Oberkeulen pro Spieß, die sind nämlich relativ lang, da passt also ein bisschen was drauf. Legt die Spieße mit Abstand zueinander aufs Blech und wie gesagt, idealerweise so, dass das Fleisch den Boden nicht berührt. Wenn ihr aber so eine Form nicht habt, ist es auch kein Problem, euer Fleisch wird trotzdem knusprig und saftig zugleich. Jetzt wandert es in den vorgeheizten Backofen bei 230 Grad Ober-Unterhitze für ungefähr 35 bis 40 Minuten und wird nach der Hälfte der Zeit einmal gewendet. Wenn euer Ofen eine Grillfunktion hat, könnt ihr die gerne nützen, ich mache das so immer in den letzten 4 bis 5 Minuten. Ist das Fleisch fertig, zieht ihr es vom Spieß herunter und schneidet es in mundgerechte Stücke. Je nachdem, wie viel Zeit ihr habt, könnt ihr das dazugehörige Fladenbrot einfach im Supermarkt oder in der Bäckerei kaufen oder ihr macht es selber und wie das funktioniert, habe ich euch in einem Video vor ein paar Jahren schon gezeigt. Dieses hier ist mein selbstgemachtes und es eignet sich auch super für Kebab. Wenn ihr es halbiert, habt ihr kleine Kebab-Taschen oder ihr nehmt einfach das ganze Fladenbrot, das ist dann die Portion für richtig Hungrige, also Leute wie mich. Übrigens, ich habe jetzt bei der roten Soße keine Chiliflocken hinzugefügt, weil bei uns immer Kinder mitessen. Aber wenn ihr Kebab mit scharf mögt, dann könnt ihr die Soße natürlich auch scharf gestalten. Eh klar. Beim Befüllen kann ich euch nur einen Tipp geben, hebt das Fladenbrot ein paar Mal hoch und klopft es auf den Tisch, damit sich die Füllung gleichmäßig verteilt, vor allem wenn ihr so eine Raupe nimmersatt seid, die alles reinstopft, was geht und nach dem Prinzip mehr ist mehr lebt, also so wie ich halt.
Falls ihr euch jetzt fragt, wieso soll ich einen Döner selber machen, wenn ich mir den beim Kebabmann holen kann? Ja, meine Lieben, ihr schon, aber viele meiner Zuseher vom Balkan haben diesen Luxus nicht. Dort ist es echt schwer, einen guten Kebab zu finden und dieser selbstgemachte, Leute, ich verspreche euch, der schmeckt wirklich Bombe. An dieser Stelle bedanke ich mich bei meinem Kooperationspartner Arna Designs, bei dem ihr nicht nur das Shirt und den Hoodie vom Intro findet, sondern auch Bilder und Poster, Tassen, Handyhüllen und vieles mehr und das alles nach Wunsch personalisiert und mit vielen Balkan-Motiven. Für meine Follower gibt es im Online-Shop von Arna Designs 20% Rabatt mit dem Code Nummer 20, allerdings nur bis zum 22.04. Also schaut vorbei. Vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Video.